Hallo ihr Lieben, willkommen bei uns im Garten-Gemüsekiosk zum heutigen Ackergartenrundgang. Vielleicht erinnert ihr euch, im Juni haben wir ja zusammen mal geschaut, wie es hier auf dem neu hinzugewonnenen Bereich ausschaut. Da war alles noch recht klein und wir haben gesagt, wir schauen dieses Jahr in der Saison nochmal. Jetzt ist es August und wir werfen gemeinsam einen Blick auf die Fläche und im Juli ist sogar die Drohne nochmal drüber geflogen. Das heißt, ihr bekommt jetzt den kompletten Überblick. Ich wünsche euch viel Spaß. So, wie bei unserem ersten Rundgang hier auf dem Ackergarten auch, beginnen wir beim Mais. Das ist die einzige Kultur, die komplett bis hinten hin gepflanzt ist, sozusagen als Abgrenzung oder Sichtschutz zum Feld, zum Acker daneben. Zu den Specs, also den Spezifikationen. Wir haben hier eine Länge nach hinten durch von 70 Metern. Unser Ackergarten ist aktuell 10 Meter breit und wir haben hier von den Reihen her 1, 2, 3, also 7 Reihen haben wir hier gesetzt und die sind nach hinten hin gesehen wieder mit unterschiedlichen Kulturen bestellt und ihr seht jetzt von vorne schon, dass es sehr, sehr bunt geworden ist. Der Mais ist aktuell in Blüte, ihr seht es ja hinter mir schon, der Wind macht sein gutes Werk, damit es auch alles schön bestäubt wird. Aber was wir hier noch so haben, das schauen wir uns jetzt an. Auf dem Boden hier vor dem Mais seht ihr ganz viel Grün und das sind Wassermelonen. Es war ja doch recht kühl und feucht am Anfang vom Jahr, aber es ist erstaunlich. Die Pflanze sieht super gut aus und tatsächlich gibt es dazwischen, wenn man ein bisschen guckt und hier und da schaut, doch so einige Früchte, die auch schon ganz gut aussehen. Sind jetzt nicht riesig, wie man vielleicht Wassermelonen im Supermarkt kennt, aber die sehen gut aus. Wenn ich dagegen klopfe, sind sie noch nicht hohl. Spannend wird jetzt, wie das Wetter weiter wird. Werden sie noch ausreifen können, können wir sie essen. Das ist hier so eine ganz spannende Geschichte mit Melonen im Freiland. Ich denke, das könnte was werden. Dahinter die bunten, roten, aprikotfarbenen Blüten, die wir von hier aus sehen, das sind die Zinien, schöne bunte Mischung. Dahinter haben wir Eichblattsalat. Der kam etwas später ins Beet und der hat es auch nicht ganz so leicht, hat sich aber richtig toll erholt, sieht richtig gut aus. Der soll als Samenträger ja, in Dienst treten, könnte man so sagen. Und wenn das Wetter jetzt wirklich warm bleibt und trocken bleibt und die letzten Tage, wir hatten ja wirklich so viel heißes und trockenes Wetter dabei, also wenn es so warm bleibt und es nicht noch irgendwie eine feuchte Periode gibt, auch im Herbst, dann könnte das was werden. Das wird spannend, schauen wir mal. Dahinter kommt wieder die nächste Blütenabgrenzung, die schönen bunten Punkte dazwischen. Das ist die essbare Bechermalve, die so wunderschön leuchtet in dem Rosa, ganz klasse. Und was dahinter ist, schauen wir uns jetzt auch an. Hinter den schön leuchtenden rosanen Blüten verbergen sich Pflanzen, die auf den ersten Blick sehr, sehr traurig aussehen. Könnt ihr mal mitraten, was es sein könnte. Was wir aber auch sehen, neben den Blättern, die nicht so schön aussehen, in der Mitte kommen, Gott sei Dank, neue Blätter raus. Das heißt, die Pflanze wird wieder vitaler. Es sind übrigens Steckrüben hier. Das heißt, wir sind guter Dinge, dass sie sich vielleicht noch erholen, dass da noch was draus wird. Abwarten. Hier neben mir direkt seht ihr einen riesigen Busch. Da sieht man auch nicht mehr so viele blaue Blüten, denn der Borretsch hier geht langsam in Samenstand. Ist aber auch in Ordnung so. Und dahinter haben wir ein Gerüst mit den Stangen und dem Gitterzaun dabei. Da hatten wir die Freilandgurken dran, beziehungsweise haben sie noch. Wir haben schon gut geerntet, es hängen auch noch ein paar Reste dran, aber im Vergleich zu sonst und auch zu einem anderen Standort, wo wir die Freilandgurken auch haben, hat die Pflanze nicht so lange durchgehalten. Also normalerweise hätte man eine längere Periode, aber ich denke mal dem Wetter geschuldet, hat das nicht so gut geklappt. Macht aber nichts. Und dahinter haben wir wieder eine Borretsch-Pflanze stehen mit den Blüten und weitere andere Blüten, zum Beispiel die wunderschöne Orangener Cosmea, aber auch die violett-rosa-weißfarbene Cosmea. Und dahinter, da ist der Hokkaido-Kürbis und der macht sich so richtig, richtig schön breit. Der wächst auch in den Mais hinein, was wunderbar ist, denn wir kennen das Indianerbeet, das Milpa-Beet, wo wir eigentlich ein Maisbeet haben, wo wir den Boden beschatten mit den Blättern vom Kürbis und optimalerweise dann auch noch Bohnen dran wachsen haben. Auf jeden Fall weiß der Kürbis Bescheid, der rankt in den Mais. Weiter geht's. Die dritte Beetreihe in unserem Ackergarten hier haben wir bestückt mit verschiedensten Kartoffelsorten. Die sahen auch eine ganz lange Zeit richtig gut aus und wenn ihr jetzt schaut, seht ihr eigentlich ja dazwischen noch ein paar Ringelblumen, die wir immer als Marker dazwischen gesetzt haben und wir haben Stöckchen dabei, um eben auch die Sorten auseinanderzuhalten. Hier vorne haben wir jetzt eine, das ist eine neue Sorte und insgesamt gilt gut zu wissen, ihr seht ja, die Kraut- und Braunfäule hat hier zugeschlagen, es sieht nicht mehr gut aus. Ihr müsst einfach mal schauen, wenn ihr das auch habt, eine Probebohrung machen sozusagen. Wenn die ersten Kartoffeln schon
angefallen sind, schon Bräunungen da drin haben, nicht mehr so gut aussehen, dann müssen wir schnell ernten. Wir haben vorhin mal gebuddelt, die sehen noch ganz gut aus. Dann haben wir nicht so einen Druck und müssen die nicht sofort rausholen, dann können sie noch ein bisschen bleiben. Aber wenn eure Kartoffeln auch so aussehen, dann unbedingt mal schauen. Wenn sie so befallen sind mit der Kraut- und Braunfäule, heißt das nicht, dass die Ernte direkt ein Komplettausfall ist. Deswegen macht einfach mal eine Probebohrung und entscheidet dann individuell. Hier haben wir jetzt eine neue Sorte, die wir ausprobiert haben, die Torrenia. Die kenne ich selber jetzt hier auch noch nicht. Wir buddeln mal und schauen mal. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Die sehen toll aus und es sind auch nicht wenige, also einige. Schaut euch die Kartoffeln mal an. Ich bin gespannt, wie die auch dann schmecken werden. Gibt es heute Abend zum Essen. Konkret heißt es aber, da wir hier so viele verschiedene Sorten eingebuddelt haben, müssen wir jetzt eigentlich bei jeder Sorte eine Probebohrung machen, um zu schauen, ja, wie der Stand der Dinge ist. Übrigens, um Kartoffeln haltbar zu machen, habe ich jetzt die Methode des Einkochens ausprobiert und habe das auch im letzten Winter aus dem Keller immer rausgeholt und es funktioniert richtig gut. Hätte ich nicht gedacht. Das heißt, wenn ihr ganz viel Kartoffeln habt und ihr könnt sie vielleicht nicht lagern oder nicht alle lagern, Kartoffeln einkochen ist durchaus eine gute Möglichkeit. Das Rezept und wie ich das mache, das schreibe ich in dem Blogbeitrag zugehörig zu diesem Video. Den Link dazu findet ihr wie gewohnt in der Videobeschreibung. War genial. Ich freue mich. I love potatoes. Boah. Das war doch eine schöne Überraschung. Von einer Saatkartoffel haben wir jetzt diese Ernte. Ich schätze mal, es sind 2 bis 3 Kilo vielleicht, habe ich jetzt nicht gewogen. Aber das ist echt erfreulich. Hier direkt daneben in der 4. Reihe haben wir Ringelblumen, die jetzt auch in Samen übergehen. Kann man schön ernten, macht Spaß. Und daneben seht ihr Rotkohl, beziehungsweise das, was davon übrig geblieben ist. Einige sind noch da, ein paar Köpfe sind schön, aber hier hatten wir einen Wildverbiss. Und das sieht man. Die Pflanzen, die einen Wildverbiss hatten, die haben sich gar nicht mehr gut erholt. Und insgesamt scheint sich der Rotkohl hier auch nicht so wohl gefühlt zu haben. Einen sehe ich auch gerade, der ist geplatzt. Den nehme ich einfach mit, mache ich einen Krautsalat draus. Dahinter haben wir Kamille. Kamille ist wunderbar. Die ist ja für viele Dinge nutzbar, nicht nur für Tee. Anschließend seht ihr so grüne Halme, das sind die Gemüsezwiebeln. Und die Gemüsezwiebeln sehen prächtig aus, richtig toll. Richtige Oschis sind es geworden, das ist ja auch so eine mildere Zwiebel, gerade auch für Kinder. Wenn man die Zwiebel sonst als scharfe nicht so mag, ist die Gemüsezwiebel eine richtige Alternative. Da warten wir, bis die Schloten abgeknickt sind, dass sie dann wirklich auch erntereif ist. Wenn ich eine brauche, kann ich sie mir jetzt auch schon holen. Und dahinter sehen wir ganz viel grün, bunte Blätter. Das ist der Mangold. Hinter dem bunten Mangold haben wir ein Meer von Kornblumen. Die sind übrigens auch echt ein Bienenmagnet, kann man sagen. Da ist richtig was los und hübsch sind sie allemal. Dahinter steht der Stangensellerie, der steht auch richtig gut, wird ab und zu entsaftet, die eine oder andere Pflanze, aber da haben wir auch mehr. Im anderen Garten steht da auch noch Stangensellerie. Und hier von uns aus gesehen vorne seht ihr ganz viele lilane Stangen und das ist Anis Yssop. Hier ist auch richtig was los und die Blätter, wenn man daran reibt, sind sehr aromatisch. Eine wunderbare Teepflanze als Beispiel. Die Blüten sind auch essbar. Ja, und für die Insekten ist es auch ein richtig toller Mehrwert, da die ein oder andere im Garten stehen zu haben. Davor seht ihr hier wieder Kohlpflanzen. Ihr seht es schon richtig, genau, es ist Rosenkohl, aber es ist roter Rosenkohl. Und man kann ganz gut sehen, es sieht nicht alles super top aus, denn es gab auch hier Verbiss. Und bei manchen kann man sehen, nach dem Verbiss, wenn sie sich erholt haben, haben sie sich geteilt. Das ist ja jetzt nicht unbedingt das, was ich gerne möchte. Ich will ja eine große Palmstange haben sozusagen. Da warten wir einfach mal ab. Die lassen wir stehen, lassen wir weiter wachsen, gucken, wie sie sich weiter erholen und wie sie dann eben auch im Winter aussehen. Hier hinter dem roten Rosenkohl haben wir wieder Ringelblumen, da kann man gar nicht genug von haben. Hinter den Ringelblumen ist der Palmkohl. Und der Palmkohl sah zwischendurch gar nicht gut aus, der hatte auch ordentlich Verbiss, also Wildverbiss, hat sich aber, wie man sehen kann, wirklich schön erholt und sieht richtig gut aus, also da freue ich mich sehr drüber. Hinter dem Palmkohl, die orangenen Punkte, ist wieder die orangene Cosmea. Die haben wir ja nicht immer im Shop, aber zwischendurch als Sonderaktion, da findet ihr sie dann auch. Und dahinter haben wir die Zucchini, mehrere Zucchini-Pflanzen und auch den Patisson. Eine Zucchini-Pflanze ist Opfer einer Wühlmaus geworden, man kann es kaum glauben, aber wie ihr euch schon denken könnt, Zucchini haben wir genug, die Zucchini-Schwemme ist da. Im anderen Gemüsegarten steht auch noch Zucchini, also da gibt es jede Menge Zucchini bei uns auch in der Küche.
Und nun sind wir in Reihe Nummer 5 von 7 und vielleicht erinnert ihr euch an die interessante Thematik mit der Wühlmaus. Hier vorne haben wir den Knollensellerie stehen und eine Reihe, bis auf ein paar wenige Pflanzen, hatten wir hier den Totalausfall, weil die Wühlmaus alles weggefuttert hat. Aber nur die eine Reihe. Wir haben jetzt Schnittlauch nachgepflanzt, wir hatten noch viel Schnittlauch, wir essen viel Schnittlauch und es ist auch eine schöne Pflanze, die man mal mitbringen kann, dann auch im Winter. Ist ja winterhart, können wir auch nächstes Jahr noch gut beernten. Und daneben, seht ihr, sind auch ein paar Lücken dabei. Das war aber nicht die Wühlmaus. Die sind weggefault, so wie hier vorne. Also da war das Wetter dann die Ursache dafür. Und die anderen von den Knollenselleriepflanzen, die stehen hier noch schön und dürfen natürlich auch weiter wachsen. Hinter dem Knollensellerie haben wir noch eine Tagetes. Dahinter haben wir ja zusammen die bunte Beete gesät. Die sind auch richtig toll gewachsen, aufgelaufen, haben auch schon so einige geerntet. Das ist eine ganz tolle Geschichte. So ein rote Beetesalat kalt mit Salz, Pfeffer, ein bisschen Zitrone, Essig und Öl ist im Sommer ein richtig tolles Gericht. Dahinter sehen wir noch ein bisschen Blau, natürlich wieder Kornblumen. Und im Anschluss daran haben wir Buschbohnen, die gelbe und die grüne. Und weiter in dieser Reihe steht der Grünkohl, der sich so wie der Palmkohl auch nach dem Verbiss wirklich gut erholt hat. Dann haben wir wieder schöne Kornblumen. Und direkt bei mir, hier neben mir, steht kompakt und eng beieinander, schön vital und kräftig stehen die Frühlingszwiebeln. Die haben zwar hier so an manchen ein bisschen Rost, aber das ärgert mich jetzt nicht wirklich, denn wenn ich die äußeren Schlote abmache, das Innere rausschäle sozusagen, das ist richtig schön saftig, knackig, kann ich wunderbar in der Küche verwenden. Und hier bei mir vorne an, bei euch seht ihr jetzt wahrscheinlich eher nur Dill, hier ist ganz viel Dill. Dahinter ist ganz viel Petersilie, die sieht ganz toll aus, die ist richtig schön grün, die ist saftig, die ist frisch, da ist nichts dran. Die kann ich jetzt auch schön ernten und haltbar machen. Ich mache das ganz gerne, dass ich sie klein schneide mit ein bisschen Wasser in so Eiswürfelförmchen und dann hinterher in eine Dose rein tue. Dann habe ich im Froster den ganzen Winter über immer meine Petersilie. Davor haben wir wieder Tagetes und neben der Tagetes in dieser Reihe seht ihr wieder Kohlpflanzen. Auch hier war wild unterwegs, das war der Hase, der hier und da ein bisschen auch am Herz geknabbert hat und das kann man sehen an den Pflanzen. Also die jetzt wirklich nicht so gut aussehen, die hatten ordentlich Verbiss und die wenig Verbiss bzw. gar keinen hatten, die haben sich erholt und fangen jetzt auch an, Köpfe auszubilden. Dann haben wir wieder Tagetes und dahinter haben wir wieder den Kohl, das ist der Winterwürsing. Hier in der 6. Reihe seht ihr die Zwiebeln. Das sind Zwiebeln aus der Saat. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben ja dieses Jahr einen neuen Online-Kurs online gestellt, kostenlos, wie wir Zwiebel anbauen und auch einen zweiten Teil mit FAQ-Fragen. Das hat, glaube ich, einigen vielleicht auch ein bisschen geholfen. Wenn ihr da noch ein Feedback habt für uns, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Interessant hier bei der Reihe ist jetzt zu sehen, wir haben die Jungpflanzen als Gruppe gesetzt, also im Horst sagt man sozusagen. Das bedeutet, die Zwiebeln, die einzelnen Zwiebeln werden nicht so groß, aber ich habe an einem Fleck mehrere Exemplare. Also ich habe in der Regel hier 3 Stück zusammen, die aber insgesamt nicht ganz so groß wären. Da muss man einfach individuell schauen, was man möchte und dementsprechend wählen. Möchte ich weniger Zwiebeln, die aber größer sind, setze ich sie einzeln. Möchte ich mehr Zwiebeln, die immer noch schön sind, aber nicht ganz so groß, dann setze ich sie als Gruppe im Horst. Hier daneben seht ihr ganz viel grüne Blätter. Ihr ahnt es schon mit den roten Streifen dazwischen. Natürlich, das ist rote Beete. Bei dieser roten Beete finde ich es einfach grandios. Die schmeckt nämlich nicht nur, wenn sie sehr klein ist, sondern die behält ihre Konsistenz und ihren wunderbaren Geschmack auch, wenn sie etwas größer ist. Also eine ganz tolle Sorte. Dahinter haben wir jetzt Anis Yissap, habe ich ja eben schon was zu erzählt, auch ganz toll. Und dahinter seht ihr ein paar Blüten, das ist der Fenchel. Der Fenchel ist jetzt hier in Blüte gegangen, da ist richtig viel los, da schwirrt und surrt und brummt es. Die Blüten vom Fenchel sind übrigens auch essbar. Und jetzt kommt ein kleines Rätsel für euch. Ihr kennt das doch, oder? Wie heißt denn diese kleine, dicke, grüne Raupe mit den orangenen Punkten? Ich glaube, schwarze Streifen hat sie. Die sitzt ganz gerne in Doldenblütlern. Also zum Beispiel, wir haben sie mal in der Karotte gesehen oder im Dill. Oder gerne sitzt sie auch im Fenchel. Wenn ihr wisst, wie sie heißt, das wird auch hinterher so ein wunderschöner Schmetterling, dann schreibt den Namen mal mit dem Hashtag in die Kommentare und dann verlosen wir mal ein Tütchen Fenchel. Hinter dem Fenchel haben wir Tagetes und dahinter ist jetzt aktuell ein leeres Beet. Da war ein Kohlrabi drin. Die Kohlrabi waren nicht so groß geworden, wir haben sie geerntet, jetzt steht es aktuell noch leer. Dann haben wir Oregano da stehen und dahinter ist wieder noch ein leeres Beet, es bleibt aber nicht lange leer. Da stand der Blumenkohl früh drin. Auch der hatte wie die anderen Kohlpflanzen ein bisschen Verbiss, also Schaden vom Wild, vom Hasen hier, hat ihm nicht so gut getan. Einige Blütenknospen waren da, nicht ganz so groß, aber sie waren da, die konnten wir ernten. Andere Pflanzen hingegen hat es leider komplett dahin gerafft. Und was dahinter ist, das schauen wir uns jetzt auch noch an.
In Beetreihe 6 geht es weiter mit Schnittlauch. Davor haben wir die Trockenbohne. Die braucht noch ein bisschen, sieht aber gut aus. Daneben, wie ihr das bei den anderen auch gesehen habt, wir haben neben dem Bohnen auch immer Bohnenkraut stehen. Wunderbare Mischkultur, ernte ich auch regelmäßig. Kann man ganz toll haltbar machen, indem man es trocknet. Und daneben seht ihr hier so ein paar kleine grüne Kohlpflänzchen. Hier steht jetzt der Brokkoli. Sieht noch nicht ganz so riesig aus. Da kommt es jetzt natürlich aufs Wetter an, ob das noch was wird oder eben auch nicht. Aber ich bin da guter Dinge. Wir essen Brokkoli sehr gerne und es wäre schon schön, wenn er noch ein paar Röschen ausbildet. Hinter dem Brokkoli haben wir hier den Dill, den wir eben schon gesehen haben, der die Petersilie zudeckt. Und dahinter gibt es tatsächlich eine Seltenheit, die es hier wirklich nicht oft zu sehen gibt. Dieser Beetstreifen bis hinten hin ist leer. Und das ist ja auch im letzten Video schon gewesen, denn wir haben hier nichts eingepflanzt. Soll aber nicht so bleiben. Vielleicht habt ihr das letzte Video von uns schon gesehen, wo wir besprochen haben, was mir jetzt alles noch so aussehen kann. Und der Pflanztisch mit den ganzen Jungpflanzen ist voll. Herbstsalate und Co. warten darauf, ihren Platz zu finden. Und von daher ist es eigentlich ganz praktisch, dass wir hier und da noch so freie Ecken haben. Weiter geht es mit der letzten Reihe, Nummer 7. Und dann habt ihr einen Überblick über unseren Ackergarten. In der letzten Reihe starten wir hier vorne wieder mit einem leeren Beetabschnitt. Der war aber bepflanzt. Hier hatten wir Blumenkohl früh drin und da gab es mehrere Exemplare, die wir wirklich beernten konnten. Eine ganz prima Geschichte. Jetzt haben wir wieder Platz. Wir haben wieder neue Sorten, die wir ausprobieren möchten und auch Herbstsalate sind dabei, verschiedenes Gemüse. Das wird spannend. Da vorne haben wir jetzt, wie ihr sehen könnt, Bohnenkraut und hinter dem Bohnenkraut seht ihr so grüne Büsche, die hier stehen. Es ist faszinierend. Ich bin dermaßen begeistert. Hier vor mir steht die Spitzpaprika, unsere Spitzpaprika, die eben auch fürs Freiland geeignet ist. Und schaut euch das an. Wir hatten ein kühles Frühjahr. Es ist ein sehr windiger Standort hier. Wir sind jetzt kein mildes Weinbauanbauklima hier, wo wir jetzt sind mit dem Hof. Und diese Pflanzen sind voll mit Früchten. Die sind vital, die sind gesund. Es gibt einen kleinen Trick, den wir euch auch direkt verraten möchten. Und zwar ist es ganz sinnvoll, im Freiland direkt an einem Punkt, also hier zum Beispiel ist nicht eine Pflanze eingesetzt, sondern es sind 2 Pflanzen. Und die wachsen so ineinander, dass sie sich gegenseitig umarmen, sie stützen sich, ich brauche hier kein Stöckchen reinstecken und sie wachsen ganz, ganz prima. Schaut euch das an. Also gut, wir haben jetzt einen Ausfall, wo ich jetzt hier stehe, das war ganz am Anfang, aber alle anderen sehen faszinierend toll aus. Ich bin richtig, richtig begeistert. Dahinter haben wir ein bisschen Petersilie gepflanzt. Und dahinter gibt es ein Meer von der Wildtomate in Gelb. Und was dahinter steht, das schauen wir uns jetzt auch an. Im Anschluss der Wildtomaten in Reihe 7 haben wir Bohnenkraut und dahinter stehen jetzt hier Kohlpflanzen, Rosenkohlpflanzen, die wir auch schon lange, lange anbauen. Die sehen sehr, sehr gut aus, vital. Man sieht hier und da ein paar kleine Löcherchen. Wir haben auch hier und da ein bisschen weiße Fliege, aber das ist nicht viel. Insgesamt sehen wir hier sehr vitale, gut wachsende Pflanzen. Also die Kombination mit intensiv duftenden Blumen und Kräutern ist wirklich eine gute Geschichte. Auch hier direkt daneben die Tagetes, das empfiehlt sich sehr. Würden wir immer wieder so machen. Und wenn ihr bei euch Kohl im Garten anbaut, dann schaut auch, dass ihr es wirklich bunt anlegt. Also eine Reihe daneben dann wirklich Kräuter und Blumen setzt. Hinter der Tagetes, hinter diesem Busch, da sind Chicorée-Pflanzen drin. Und man sagt ja, die sind sehr beliebt bei Wühlmäusen. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Wir haben Wühlmäuse, aber da fehlt keine einzige Pflanze. Ich weiß nicht, ob die irgendwie drumherum gebuddelt haben oder so. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Dahinter haben wir Ringelblumen. Im Anschluss haben wir da den roten Rosenkohl nochmal stehen. Die Pflanzen sehen soweit gut aus. Und dahinter seht ihr wieder so ein Meer von gelb-grünen Blüten. Das ist der Dill. Und die Dillblüten können wir auch essen. Die eignen sich auch super gut, um einzulegen. Also wenn ihr in eurem Garten Gemüse erntet, ihr wollt es einlegen, Gurken oder Zucchini oder andere Gemüsesorten, wo es passt, könnt ihr die gut verwenden. Und dahinter haben wir noch Kohl stehen. Ich meine, es ist der Grünkohl. Im Anschluss haben wir noch eine orangene Cosmea, wieder so ein wunderschöner Busch und eine Speisechrysantheme stehen. Das waren unsere 7 Reihen im Ackergarten und jetzt kommen wir noch zum Fazit. Ihr Lieben, unser Ackergarten hier ist schön bunt geworden, oder? Also im Vergleich zum letzten Mal, wo wir das hier gefilmt haben, kann man schon sagen, dass es richtig üppig geworden ist. Was auch besonders schön ist, die Schädlinge haben sich sehr im Zaum gehalten im Vergleich zu anderen Bereichen, die wir haben. Also wir haben hier ein bisschen mit dem Kartoffelkäfer zu tun gehabt, ja, aber wir haben keine Läuse, keinen Pilzbefall, auch sonst keine Schädlinge hier am Start gehabt. Das war sehr, sehr erfreulich. Selbst Schnecken haben wir hier keine einzige absammeln müssen, also schon eine schöne Geschichte.
Was ein bisschen schwieriger ist oder was wir beobachten konnten, die Kohlpflanzen haben sich insgesamt nicht so wohl gefühlt. Also hier stand vor 2 Jahren noch der Raps drauf und Raps und Kohl sind ja auch verwandt. Vielleicht ist es da die Anbaupause einfach zu kurz gewesen. Dann sagt man ja mindestens 4 Jahre. Vielleicht ist das ein Grund mit. Wir werden das auf jeden Fall noch erfahren. Aber ansonsten kann man sagen, es lohnt sich wirklich bunt zu pflanzen. Also diese Kombination von Blüten, von Kräutern zwischen dem Gemüse, das tut den Pflanzen richtig gut. Wir haben weniger Arbeit. Wir haben eine größere, eine schönere, eine gesunde Ernte und die Vielfalt macht wirklich was aus. Und die Kräuter und die Blumen können wir natürlich auch noch ernten und nutzen. Und für die Insekten ist es sowieso ein ganz toller Mehrwert. Ich würde mich sehr freuen, wenn euch das inspiriert hat, dieser Blick in unseren Ackergarten, auch hier eure Gärten schön bunt zu gestalten. Und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns auch sehr über euren Daumen nach oben. Vergesst nicht euren Kommentar zum Gewinnspiel mit dem Hashtag und dem Namen dieser Raupe, wo wir eben drüber gesprochen haben. Wenn ihr jetzt wissen möchtet, wie sah der Garten denn letztens aus im Juni und habt es vielleicht nicht gesehen, hier oben findet ihr das Video verlinkt und das ist wirklich ein großer Unterschied, finde ich. Und wenn ihr euch fragt, was könnten wir denn jetzt vielleicht noch alles aussehen? Es gibt da noch so viel, was jetzt noch ausgesät werden kann, man glaubt es gar nicht. Also die ganzen Lücken, die jetzt da sind oder auch entstehen, die können wir noch richtig gut füllen. Das Video dazu haben wir hier verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, inspiriert hat, motiviert hat. Macht eure Gärten bunt und bis zum nächsten Mal. Eure Jen.